Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des karthagischen Kriegselefanten von RP Models im Maßstab 75 mm bzw. 1:24. Der Hersteller RP Models kommt aus Portugal und hat in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen bewiesen und wirklich einige sehr bemerkenswerte Riesenfiguren auf den Markt gebracht. Einige davon habe ich ja schon in meinem Bausatzlager liegen oder auch schon in früheren Videos vorgestellt. Die Detaillierung und die Vorbildwahl wissen immer zu überzeugen und anscheinend schreckt man auch nicht vor wirklich umfangreichen und komplizierten Riesenbausätzen zurück, wie diesem Kriegselefanten hier. Der Bausatz ist 2019 schon erschienen und leider nur auf 200 Stück limitiert. Daher bin ich recht froh, dass ich ohne großen Aufwand den Bausatz noch ergattern konnte. Ich denke aber nicht, dass man den Bausatz jetzt noch ohne weiteres auftreiben kann. Das ist ein bisschen schade. Es gibt von der Figur aber auch eine Version im Maßstab 1:12. Das ist allerdings nur eine Büste, besteht aus dem Elefantenkopf und dem Mahut, also dem Elefantenführer. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant. Zum Thema Kriegselefanten könnte ich an dieser Stelle viel erzählen, aber ich werde mal versuchen, mich etwas kurz zu fassen. Elefanten stehen bereits seit Tausenden von Jahren in Indien und in Südostasien im Arbeits- und Kriegseinsatz. Selbst im Vietnamkrieg wurden noch militärische Güter auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad von Elefanten transportiert. Dagegen war der militärische Einsatz von Elefanten in der Antike rund ums Mittelmeer eine vergleichsweise kurze Episode, denn Kriegselefanten waren hier wesentlich weniger effektiv, als man vielleicht meinen könnte. Auf seinen Kriegszügen in Asien ist Alexander der Große als erster westlicher Feldherr zum ersten Mal mit den Kriegselefanten der Perser und Inder in Berührung gekommen und in der Folgezeit haben dann seine Nachfolger, die sogenannten Diadochen, sehr schnell ihre eigenen Elefantenkorps aufgestellt und auch in ihren Kriegen eingesetzt. Das hat zwar sehr viel Aufsehen erregt, aber Kriegselefanten hatten in der Regel keine schlachtentscheidende Wirkung. Meistens war sogar eher das Gegenteil der Fall, denn Elefanten sind relativ leicht zum Erschrecken und können halt auch dummerweise Freund von Feind nicht sehr gut unterscheiden. Es kam daher sehr häufig vor, dass die Kriegselefanten, wenn sie irgendwie verscheucht wurden, ihre eigenen Soldaten niedergetrampelt haben. Trotz allem hat sich der Einsatz von Kriegselefanten im Mittelmeerraum weiter verbreitet und so haben dann schließlich auch die Karthager diese Tiere in ihre Armee integriert, allerdings auch nur mit wenig Erfolg. So ist zum Beispiel der berühmte karthagische Feldherr Hannibal berühmt dafür, dass er mit seiner Armee und seinen Kriegselefanten über die Pyrenäen und die Alpen nach Italien marschiert ist, aber auch dieser geniale Stratege war nicht in der Lage, seine Kriegselefanten wirklich entscheidend einzusetzen. Eigentlich waren die Elefanten für Hannibal eher ein Klotz am Bein, denn die sind sehr schwierig zum Versorgen, die brauchen enorm viel Futter jeden Tag und dem sind die Elefanten auch relativ schnell auf seinen Feldzügen in Italien einfach eingegangen. Also da hatte er nicht sehr viel davon. Der Aufwand stand halt in keinem Verhältnis zum Nutzen. Während in Indien und im Seleukidenreich indische Elefanten vornehmlich eingesetzt wurden, so haben die Ptolemäer in Ägypten und die Karthager auf die afrikanischen Waldelefanten zurückgegriffen. Damals gab es in Nordafrika noch Elefanten. Mittlerweile ist diese Nebenrasse des afrikanischen Elefanten in Nordafrika ausgestorben. Die gibt es nur noch in einigen Landstrichen in Zentralafrika. Die Waldelefanten sind deutlich kleiner als die indischen Elefanten oder die Savannenelefanten in Afrika, die man so kennt, weshalb es auch etwas fraglich erscheint, ob die Karthager wirklich diese Turmaufbauten auf den Rücken der Tiere benutzt haben. Das erscheint ein bisschen fraglich, weil es gewichtstechnisch vielleicht ein bisschen zu viel wäre für den Elefanten. Wahrscheinlicher ist es, dass die Besatzung einfach auf dem Rücken der Tiere geritten ist, aber ich persönlich muss zugeben, dass mir natürlich der Turm rein optisch wesentlich besser gefällt und das Ganze ist weder belegt noch widerlegt, also ist durchaus im Bereich des Möglichen so. Nach einer Periode von ungefähr 150 Jahren verschwanden dann die Kriegselefanten auch schon wieder aus den Armeen der Antike im Mittelmeerraum, denn die
disziplinierten Armeen der Römer und der Griechen hatten mittlerweile Taktiken entwickelt, um die Elefanten relativ leicht aufzuhalten. Und dadurch wurde natürlich deren Einsatz irgendwie auch sinnlos. Man hört zwar vereinzelt noch von Kriegselefanten in Caesars Bürgerkrieg oder während der römischen Invasion Britanniens, aber auch da war der militärische Nutzen praktisch null und das Ganze war eigentlich mehr nur eine Show. Kurzum, Kriegselefanten klingt nach einer guten Idee und ich persönlich möchte mich nicht mit einem wild gewordenen Elefant anlegen, aber in der Praxis damals war das einfach nicht wirklich effektiv. So viel zur Einsatzgeschichte der Elefanten. Jetzt schauen wir uns den Bausatz mal näher an. Die Schachtel ist ziemlich kompakt und sehr stabil, wie man sehen kann. Das finde ich schon mal sehr gut, nachdem die Resinteile der Figur doch etwas bruchempfindlicher sind, als man das vielleicht sonst gewohnt ist. Das Ganze öffnet dann hier so nach oben hin. Und wir finden als erstes hier eine kleine Broschüre. Da sehen wir auch, dass der Bausatz auf 200 Stück limitiert ist und ich habe coolerweise die Nummer 1 erwischt. Das finde ich doch ganz cool. Dann haben wir hier nochmal etwas Hintergrundgeschichte auf Englisch und hier hinten eine kleine Darstellung der einzelnen Figuren und der Bauteile, die da jeweils rangehören. Das ist alles, was wir hier jetzt so als Bauanleitung bekommen. Finde ich aber nicht schlecht. Also ich denke, ein Anfänger wird die Figur sowieso nicht kaufen und bauen. Und die Profis wissen eigentlich Bescheid. Deswegen finde ich das ausreichend. Dann haben wir hier jede Menge Polsterfolie, was auch wieder gut ist, nachdem die Teile doch etwas empfindlich sein können. Und dann haben wir hier die Bauteile. Die sind immer wieder so separat in Beuteln drin. Sieht auch so aus, dass das sortiert ist. Hier der Mahut. Das ist ein Bogenschütze und das ist hier der Speerwerfer. Also da kommt man auch nicht durcheinander. Und dann hier unten der Elefant. So. Gar nicht mal so klein. Hier dann noch ein Beutel mit dem Aufbau und dem Kopf. Ja, und das war es auch schon. Also eine sehr gute Verpackung und hier hat man auf jeden Fall einiges zu tun. Hier alle Teile des Elefanten selbst im Überblick. Wie man sehen kann, ist der Aufbau relativ simpel. Wir haben 2 Hälften für den Körper und den Schwanz, so als Einzelteil, und der Kopf besteht aus mehreren kleineren Komponenten. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Aufteilung, weil man so eben sehr schöne Details bekommt. Hat aber auch zur Folge, dass man natürlich an den Übergangsstellen vielleicht ein bisschen spachteln muss. Jeder Vorteil hat einen Nachteil und jeder Nachteil hat einen Vorteil. Also insgesamt finde ich, ist das eine gute Lösung so. Die beiden Körperhälften sind innen so ausgehöhlt. Das spart ein bisschen Gewicht und Material. Wie man sehen kann, sind hier auch so Zapfen und Löcher vorgesehen. Dann sollte da eine ganz gute Passung entstehen. Kann ich bloß hier gerade nicht vorführen, weil hier noch so Angüsse dran sind, die man versäubern muss. Ebenso hat man hier noch ein bisschen Gussgrad, lässt sich aber relativ leicht wegschleifen, wobei man da vielleicht hier bei diesen Falten auch ein bisschen mit der Rundfeile oder der Vogelzungenfeile ein bisschen nacharbeiten sollte, damit die Textur eben erhalten bleibt. Ansonsten detailmäßig sieht es doch wunderbar aus. Hier die Falten des Elefanten, sehr natürlich. Auch hier bei dieser, ich nenne es jetzt mal Satteldecke, sieht der Faltenwurf sehr schön aus. Da haben wir hier auch so ein Emblem aufgeprägt, ein Pferd und eine Palme. Das ist eine Symbolik, die man auch viel auf karthagischen Münzen findet, wie ich sie hier habe. Was es genau bedeutet, weiß man nicht, aber das war anscheinend sehr häufig, deswegen bietet sich das hier auch an. Also
sieht doch ganz hübsch aus. Auch die zweite Hälfte macht einen sehr schönen Eindruck. Bisschen Grat zum Versäubern hier. Oder auch hier hinten. Aber das ist nicht schlimm. Im Übrigen findet man hier keine Mängel im Material. Oft ist es bei Resinteilen so, dass da so kleine Luftblasen im Material sind, die ziemlich störend sein können. Das ist hier nicht der Fall. Alles perfekt umgesetzt hier. Auch der Kopf des Elefanten ist sehr schön gefertigt. Ich finde das so toll, wie sich da die Augen absetzen und auch hier wieder die Falten auf der Haut. Hier das Maul mit den Zähnen drin. Also das sieht schon wirklich erstklassig aus. Interessant finde ich auch hier diese Panzerung auf dem Kopf. Das ist ganz interessant. Hatten manche Elefanten so. Bei den Karthagern etwas weniger, aber viel auch bei diesen östlichen Reichen. Hier dann der Rüssel. Machen wir mal eine kleine Passprobe. Ja, da gibt es doch nichts zu meckern. Ohren. Ja, da muss man nicht viel versäubern oder verspachteln. Wie gesagt, ich finde, das ist eine sehr vernünftige Lösung. Hier haben wir dann Bauteile, die hauptsächlich zum Turmaufbau gehören. Das ist zum einen hier der Turm selber, aber auch hier die Verzurrung und die Ausrüstung, die da Platz findet, wie Köcher, Pfeile, hier noch so ein Banner und das hier sind noch Teile, die hier zu dieser, nenne ich es mal, Satteldecke gehören, die hier eben noch so separat befestigt werden sollen. Der Turm, sehr schöne Details hier seitlich mit diesen Schilden. Schöne Motive drauf, die auch ganz gut passen, finde ich. Holztextur macht wirklich einiges her. Auch innen ist es detailliert und ich finde auch schön, dass das so ein bisschen unregelmäßig aussieht. Das wirkt doch sehr realistisch. Ja, das hier ist der Boden. Ja, passt nicht so gut rein. Muss man halt noch ein bisschen versäubern. Ja, sieht man ja hier, ist noch ein bisschen Resin dran, was einfach entfernt gehört. Und dann sollte das auch ganz gut passen. Hier an der Innenseite ist auch schon vorgegeben, wo wir die Turmbesatzung dann befestigen sollen. Bin ich persönlich jetzt nicht so ein Fan davon. Da bin ich ein bisschen zu individuell. Ich möchte meine Figuren vielleicht ein bisschen selber posen. Aber hier ist es schon vorgegeben. Ja, kann gut sein, kann schlecht sein. Das hier sind dann die Ketten, mit denen der Turm auf den Rücken des Elefants geschnallt ist. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Das hier sind einige Pfeile für den Bogenschütze, beziehungsweise kann man auch den Köcher mit befüllen. Und da muss ich sagen, das sieht wirklich erstklassig aus. Ich habe schon einige Resin-Pfeile gesehen bei anderen Figurenbausätzen und das war immer eher ein Trauerspiel. So bei manchen Verlinden-Figuren zum Beispiel. Aber die hier sehen wirklich sehr, sehr hübsch aus. Also dafür schon mal Respekt und Anerkennung. Hier dann 2 Köcher, nehme ich mal an. Ja, auch sehr hübsch detailliert. Man sieht auch ganz klar die verschiedenen Materialien, Leder und Stoff, beziehungsweise auch so Metallbeschläge. Das ist alles klar abgesetzt und von der Textur auch voll ausgearbeitet. Das finde ich sehr hübsch. Das hier, so ein kleines Elefantenemblem. Ich glaube, das gehört so irgendwie hier vorne an den Elefant irgendwie hin. Ja, ist zwar ganz cool, aber irgendwie sieht es ein bisschen comic-mäßig aus. Bin ich nicht ganz zufrieden damit, so von der Authentizität her. Und hier haben wir noch so ein Banner, das gehört da vorne an den Turm ran.
Auch hier wieder dieses Emblem mit dem Pferd und der Palme. Da haben sich ja schon ein paar so Fransen verabschiedet, aber ja, das sollte leicht zum Reparieren sein. Ups, da fällt schon das nächste ab. Sollte man ganz gut reparieren können, beziehungsweise wenn es einen stört, man kann das ja auch komplett entfernen. Also ist ja kein Muss. Aber auch hier sieht man wieder, die Stofftextur ist vielleicht sogar ein bisschen übertrieben dargestellt, aber bei so Figuren kann das manchmal durchaus ein Vorteil sein. Ja, also das Ganze macht doch auch einen sehr interessanten und detaillierten Eindruck. Also da kann ich eigentlich nur wenig bemängeln. Kommen wir nun zur Besatzung. Das hier ist der Mahut, also der Elefantenführer, der eben im Nacken des Elefanten reitet. Da ist die Aufteilung der Bauteile ein bisschen unübersichtlich oder jetzt nicht sofort auf Anhieb zu verstehen. Aber ich glaube, ich habe so einigermaßen verstanden, was es ist. Das hier ist der Torso. Der dreht sich ja gerade so zur Seite und wirft da so einen Speer und hat auch hier noch so ein Schild in der Hand. Trotzdem, da ist noch ein bisschen mehr zu sehen als das. Der trägt nämlich hier einen sehr interessanten Harnisch. Ich würde mal sagen, so im iberischen Stil, was natürlich sehr gut passt, nachdem ja die Karthager sehr viele Söldner aus dem heutigen Spanien hatten und da war diese Art von Harnisch sehr häufig. Ja, detailmäßig erste Sahne. Auch hier jetzt die Arme zum Beispiel, die passen da schon sehr gut rein, glaube ich zumindest. Ja. Kann man hier mal so probehalber reinstecken. Und auch der Kopf. Sehr ausdrucksstarkes Gesicht. Auch wie die Haare hier so im Wind wehen. Finde ich sehr gelungen. Also da macht im Moment RP Models niemand was vor. Das haben sie wirklich gut drauf. An einigen Teilen müssen wir natürlich ein bisschen was versäubern. Wir haben zum Beispiel hier an dem Bein ein bisschen Gussgrad hier innen. Weiß nicht, ob man es sehen kann. Das ist einfach ganz normal. Ist auch leicht zu beheben. Aber ich denke, bei diesen Details ist ja auch ein bisschen extra Arbeit durchaus die Mühe wert. Der schleudert ja auch gerade einen Speer nach unten. Also die Hand ist sehr schön detailliert auch. Besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Der Speer an sich ist ein bisschen verbogen. Das ist aber auch so ein Problem, was ich bei Resinfiguren in der Art oft beobachte, dass einfach so dünne Resinteile einfach nicht gerade bleiben. Die verformen sich einfach, weil sie etwas weich sind, in der Schachtel drin, durch diese Dauerbelastung, weil sie auch leicht verbiegen, oder nehmen sie einfach diese krumme Form an. Habe da jetzt noch kein Patentrezept gefunden, wie man das gut beheben kann. Im Zweifelsfall einfach ersetzen durch ein Stück Holz oder Draht oder ein Stück Plastik. In der anderen Hand trägt er dann auch noch so einen Spieß, aber der ist eher dazu gedacht, um den Elefant anzutreiben. Dann hat er hier noch einen kleinen Dolch und so ein Schwert oder so eine Art Machete dabei und noch einen Schild. Innen sind jetzt nicht so viele Details, aber außen sieht man so richtig eine gravierte Textur. Weiß jetzt nicht, inwiefern das realistisch ist. Das erinnert mich ein bisschen an diese Schilde, die es in Spanien gab in der Renaissance. Ob das jetzt in der Antike schon ein Thema war, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und hier noch, damit ich es nicht vergesse, das ist hier praktisch für dieses Stirnband, was der auf dem Kopf hat. Hinten der Knoten.
Machen wir weiter mit der Turmbesatzung. Der erste Soldat des Turms ist hier ein Speerwerfer. Der ist auch richtig gepanzert hier, wie man sehen kann, mit einem Leinenpanzer oder der Linothorax, wie sie auch genannt wurde. Die war ganz typisch in der Zeit in Griechenland und auch bei den Karthagern. Sehr schön wiedergegeben, auch hier mit diesen Lederstreifen, die dann die Hüfte und die Oberschenkel schützen. Also das sieht doch sehr hübsch aus. Wir haben ein bisschen was zum Versäubern, hier ein bisschen Grat zum Beispiel. Ja, aber ich sehe hier keine schlimmen Mängel. Nur ein paar so Kleinigkeiten, beziehungsweise einfach die üblichen Sachen, die man zu versäubern hat. Also da gibt's nichts zu meckern. Der Kopf passt eigentlich ganz gut rein hier. Auch wieder sehr ausdrucksstark, wie der gerade so schreit, während er seinen Speer wirft. Sehr gelungen. Der Helm ist ganz interessant. Das ist so ein attischer Helm. War auch sehr häufig bei den Karthagern. Ja, sehr hübsch. Die Beine, hier mit den Beinschienen, hinten auch mit den Lederriemen, die das dann eben festschnallen. Sandalen. Ja, kann man sogar die einzelnen Zehen und die Zehennägel erkennen. Also das ist doch sehr, sehr hübsch. Arme. Sehr clever, dass da die Hand an dieser Stelle abgetrennt ist, wo er hier so ein Armband dran hat. Da kann man das ganz gut kaschieren. Wie gesagt, der Kollege ist ein Speerwerfer, deswegen hält er auch einige Speere parat. Hände sind schön, bisschen Grat, aber wie gesagt, das ist nicht weiter dramatisch. Wie man aber sehen kann, das gleiche Trauerspiel wie schon erwähnt. Speere aus Resin bleiben einfach nicht gerade. Selbst wenn sie mal gerade gefertigt waren, sie biegen sich mit der Zeit, sei es durch die Lagerung, sei es durchs Eigengewicht. Das ist immer ein bisschen unpraktisch. Als Zweitbewaffnung trägt er dann hier noch diesen Kopis, dieses Krummschwert, wird auch Falcata genannt. Ist, ich sag mal, vergleichbar mit einem Säbel, der aber so leicht nach vorne gekrümmt ist. So ein bisschen wie der nepalesische Kukri, nur eben wesentlich größer. Steckt hier natürlich in der Scheide drin, mit so einem kleinen Beimesser dabei, was die gleiche Form hat. Finde ich sehr interessant, das ist eine sehr typische Waffe, gab es in Griechenland, aber das war vor allem in Spanien beliebt und auf den Weg kam es dann auch zu den Karthagern, weil die eben sehr viele spanische Söldner hatten aus diesen Ländern. Und das hier sind noch so Riemen, womit dann hier praktisch das Schwert befestigt wird. Da sieht man hier auch die entsprechenden Löcher dafür. Ja, auch sehr hübsch, kleinere Mängel, die aber bei Resinfiguren eigentlich nicht zu vermeiden sind. Und der dritte im Bunde ist der Bogenschütze. Der trägt hier so ein Kettenhemd, äußerst fein strukturiert hier. Da ist ja auch RP Models bekannt dafür, dass sie diese Texturen wirklich rundum schön hinbekommen, ohne dass es an irgendwelche Stellen schwammig wird. Wir haben nur das Problem, hier ist so eine kleine Gussnaht. Und das ist natürlich bei dieser Textur unheimlich schwer zu versäubern. Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen werde. Weil, wenn man schleift, ruiniert man es halt einfach. Das ist ein bisschen schwierig. Der Kopf, der trägt auch wieder so einen attischen Helm. Wieder mit einem sensationellen Gesichtsausdruck. Wirklich sehr aussagekräftig, wie der da gerade so brüllt. Das finde ich wirklich toll, weil das so richtige Charaktere sind. Ja, die Beine auch wieder mit Beinschienen. Sieht auch gut aus.
Füße sind auch schön detailliert mit den Sandalen. Hier dann der Bogen, der ist ausnahmsweise mal nicht verzogen. Finde ich gut. Bisschen Fischhaut ist hier dran, aber das ist schnell versäubert. Da wird interessant sein, wie man die Bogensehne darstellt. Ich werde da vielleicht versuchen, so einen dünnen Nylonfaden zu verwenden, wie das ja auch manche von den Flugzeugmodellbauern machen. Kennt man ja vielleicht von den ganzen Doppeldeckerflugzeugen für diese Verspannungen. Dann haben wir hier noch einen Pfeilköcher. Die Pfeile haben wir ja vorhin schon gesehen. Auch sehr, sehr hübsch. Schön detailliert. Und der trägt auch wieder so eine Falcata bzw. Kopis. Dieses Krummschwert. Und da sind hier auch noch die Tragegurte dabei. Da ist ein Gurt zerbrochen, ist aber nicht weiter schlimm. Das kann man ja leicht wieder reparieren mit ein bisschen Sekundenkleber. Der Mantel liegt separat bei und man kann den auch getrost weglassen, wenn man möchte. Also man hat hier einfach die Option. Finde ich auch sehr gut, weil ich persönlich bin kein Freund von diesen Mänteln. Viele Figurenhersteller machen das und legen das bei. Mich stört das immer so ein bisschen, weil das in einer Gefechtssituation nicht wirklich viel Sinn ergibt. So ein Mantel ist sicherlich toll, wenn ein Soldat auf dem Marsch ist und im Lager rumsitzt und so weiter, aber im Gefecht, glaube ich, ist es eher hinderlich. Und deswegen finde ich es gut, dass das hier ja auch weggelassen werden kann. Das ist genau mein Ding. Diejenigen von euch, die meinen Kanal ja schon ein bisschen länger verfolgen, werden sicherlich schon gemerkt haben, dass ich mich einfach unheimlich für die Antike interessiere und da im Besonderen für die alten Römer und für die Karthager, denn ja, nicht ohne Grund heißt dieser Kanal Hamilkar-Barkas. Das war ja der Vater vom Hannibal, der ja auch im ersten Punischen Krieg und später in Spanien solche Kriegselefanten ins Feld geführt hat. Und ja, das ist einfach ein Thema, was mich total begeistert und deswegen bin ich da super glücklich drüber, dass es zu dem Thema auch wirklich gut recherchierte Figuren gibt. Ich habe mich mit dem Thema einfach schon viel beschäftigt im Laufe der Jahre und weiß deshalb, dass diese Figur oder diese Figurengruppe, muss man ja schon beinahe sagen, einfach sehr genau wiedergegeben ist. Also die Ausrüstung stimmt, auch so ein paar Hinweise auf die Herkunft der Soldaten, gerade jetzt so bei der Bewaffnung und so weiter. Das sind ganz nette Details und für so Geschichtsnerds wie mich ist es einfach ein absolutes Highlight. Das Einzige, worüber man streiten kann, wie eingangs schon erwähnt, ist der Turmaufbau. Ob der bei den Karthagern so eingesetzt wurde, weiß man nicht genau. Nachdem man es aber nicht beweisen oder widerlegen kann, finde ich, ist es in Ordnung, dass es hier so dargestellt ist. Alles in allem eine wirklich beeindruckende Figur und mich wundert es ein bisschen, dass das Ding nur auf 200 Stück limitiert ist. Ich bin mir sicher, man hätte auch 500 oder 1000 davon verkaufen können, weil das ist sowas Abgefahrenes, was sicherlich viele Modellbauer irgendwie interessieren würde. Das Problem an der Sache ist leider nur der Preis. Der Bausatz hat damals ungefähr 200 € gekostet. Das ist wirklich ein ordentlicher Batzen. Wenn man dann aber sieht, was man da so an Resin bekommt und vor allem in welcher Qualität, finde ich, ist es durchaus angemessen. Trotzdem ist der Bausatz jetzt nicht wirklich für jedermann erschwinglich und ich persönlich habe den auch nicht für 200 € gekauft. Ich hatte das Glück, vor einigen Monaten auf dem Online-Shop eines spanischen Farbherstellers das Teil als Sonderangebot zu finden, und zwar für den halben Preis. Also für 100 €, da nehme ich das auf jeden Fall mit. Das ist auch ein sehr guter Preis. Ich sag mal so 150, das wäre so die Schmerzgrenze, aber 200 ist schon wirklich verdammt viel. Aber nachdem ich den Bausatz jetzt vor mir habe und mir den angeschaut habe, würde ich sogar sagen, dass er durchaus 200 wert sein könnte. Aber das ist vielleicht ein bisschen abschreckend für den einen oder anderen, der jetzt da nicht so super interessiert ist, sondern nur das Thema mal so ein bisschen streifen möchte, weil er es einfach interessant findet.
Ich denke, der Bausatz ist wirklich nur geeignet für diese Hardcore-Figurenbemaler. Gut, so viel zu diesem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.